Frau Preuß, Sie erlebten im Alter von 27 Jahren bei einer Operation eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ich litt als junge Erwachsene unter permanenten Kopfschmerzen und es war nicht leicht herauszufinden, woran das eventuell liegen könnte. Im Endeffekt landete ich dann bei einem HNO-Arzt und wir haben halt festgestellt, dass meine Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen nicht genug Platz haben, um Flüssigkeit abzuleiten, was zu diesen Kopfschmerzen führte. Und dann entschieden wir uns eben für eine Nasennebenhöhlenoperation, wobei der Knochen neben der Nase mit chirurgischen Geräten quasi geöffnet wird, was dann dauerhaft dazu führen soll, dass die Flüssigkeit besser ablaufen kann und die Kopfschmerzen halt somit verschwinden. Was erlebten Sie bei der Nahtoderfahrung oder wie kam es dazu? Ganz normal bin ich in den OP-Saal geschoben worden, auf einer OP-Bahre oder wie man das nennt. Ich habe dann auch schon ein Beruhigungsmittel bekommen und hinterher, soweit ich mich erinnern kann, mit dieser Nasenmaske die eigentliche Narkose. Genau. Ich war dann auch einfach weg und ich war weg und fand mich plötzlich wieder in dem OP, der in einem Kellerraum in diesem Krankenhaus war, ein großer Raum, befand ich mich plötzlich unter der Decke. Ich war mir aber gar nicht bewusst, dass ich jetzt außerhalb meines Körpers war, sondern es fühlte sich für mich komplett normal an. Ich habe mir dann so die Umgebung angeguckt. Wenn ich sage ich, ist das nicht mein Körper, der gesehen hat, sondern ich versuche es so zu beschreiben wie eine glitzernde Wolke, die unterhalb der Decke eben hing. Und ich habe mir die ganze Umgebung angesehen und habe dabei viele Details wahrgenommen, zum Beispiel Rohre, die unter der Decke hingen, silberne. Alles war in ein Licht getaucht, ich würde so sagen bläulich, weiß, glitzernd. Und diese metallischen Rohre, die habe ich halt eben extrem wahrgenommen. Und dann lenkte sich meine Aufmerksamkeit nach unten, wo ich mich auch sah, aber gar nicht wahrgenommen habe, dass ich das bin. Die Aufmerksamkeit richtete sich eher auf die Narkoseschwester, die wohl Probleme hatte mit der Dosierung. Ich hörte dann, wie der Arzt sagte zu ihr, du musst nachladen, und sie geriet in Stress. Es war dann so, dass ich in dem Moment, wo ich diese Angst oder Unruhe der Krankenschwester spürte, wie eine Art Kamerazoom an ihr dran war. Ich habe ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Sorgen, dass das jetzt nicht richtig funktioniert mit der Dosierung, so wahrgenommen, als wären das meine eigenen Gefühle. Und ich habe auch gesehen, dass sie da irgendwas macht, irgendwas einstellt und gleichzeitig auch diesen Bildschirm, wo man so den Herzschlag sieht. Kann aber jetzt nicht mehr sagen, was ich da gesehen habe. Ich war dann sehr damit beschäftigt, diese OP-Schwester, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie zu beeinflussen, indem ich gesagt habe oder gedacht habe, beruhig dich, du brauchst keine Angst haben, das ist nicht schlimm, wir kriegen das schon wieder hin. Gleichzeitig habe ich die Situation als amüsant wahrgenommen. Ich habe überhaupt diese ganze Aufregung nicht verstanden. Der operierende Arzt hat auch zwischendurch noch mit der Schwester geschimpft quasi. Und ich bin dann auch kurz auch wieder wie eine Kamera zu ihm gezoomt. Und
habe seine Aggression oder also im Gegensatz zu der Krankenschwester war er halt eher aggressiv, sie war besorgt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass es einfach auch eine wichtige Operation für ihn war. Und ich musste dann aber wieder weg innerlich, weil mir seine Art und Weise, seine Aggressivität gegenüber der Krankenschwester nicht gut getan hat. Ich bin dann halt wieder zurück zu ihr. Jetzt war die Situation auch nicht mehr so humorvoll, kann man sagen. Es war jetzt eher auch wirklich eine ernste Angelegenheit. Dann ging es aber dann auch ganz schnell, dass ich mit einem heftigen Knall, kann man sagen, so fühlte sich das an, rückwärts wieder in meinen Körper reingeknallt bin halt. Das war sehr unangenehm. Und ich spürte dann auch kurz die chirurgischen Geräte in meiner Nase, was eine sehr ruckelige Angelegenheit war. Also es war unangenehm. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal Angst bekommen. Ja, so, das war jetzt so die Kurzfassung von dieser Geschichte, obwohl man halt alle Details gar nicht so genau wiedergeben kann. Ich komme noch einmal zurück. Als Sie schilderten, Sie sahen sich selbst als eine schimmernde Wolke. Ja. Aber Sie haben doch sehr gut gehört, was da passiert ist und auch ganz klar gesehen. Die Wahrnehmung war, wenn man das in Zahlen ausdrücken sollte, ums Hundertfache, vielleicht sogar Tausendfache, viel schärfer als die Wahrnehmung, die wir hier haben in unserem Körper. Ich konnte mich drehen. Ich habe alles wahrgenommen. Wie gesagt, bis zu den Gefühlen der Krankenschwester und des Arztes. Man kann es halt einfach nicht in Worte fassen. Ich hatte halt bisher immer geglaubt, ich habe eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Vielleicht ist es aber auch eine Nahtoderfahrung. Ich habe halt nicht dieses Licht gesehen, wie das andere gesehen haben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn diese Situation länger gedauert hätte, dass es dann auch weitergegangen wäre. Ich denke, dass es wirklich ein ganz kurzer Moment war, in dem die Dosierung nicht stimmte. Ich meine, das sind ja auch einfach Profis, die sowas machen, solche Operationen. Und dass das vielleicht einfach nur ein kleiner Fehler war und es vielleicht sich um Sekunden gehandelt hat. Aber in diesen Sekunden habe ich alles so wahrgenommen, als ob es sich vielleicht um eine halbe Stunde handelt oder so. Aber das kann ja nicht sein, dass es wirklich diese Zeit war. Denn dann wäre ich ja sicherlich wirklich gestorben. Ja. Als Sie so im Operationssaal über der Decke schwebten, wie haben Sie sich da gefühlt? Zunächst fühlte ich mich amüsiert über die Situation. Gleichzeitig war ich total selbstbewusst. Ich war einfach ich selbst, so wie man das so im normalen Leben ist es ja öfters so, dass man gar nicht sich immer so selbstbewusst fühlt. In dem Moment war es aber halt so, dass ich viel Humor hatte und die Situation als amüsant angesehen habe. Weil ich wahrscheinlich auch gar nicht selber realisiert habe, dass ich außerhalb meines Körpers war, was mir aber wiederum zeigt, dass wir einfach existieren, ob mit oder ohne Körper. Was für eine Auswirkung hatte dieses besondere Erlebnis auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Das Ding ist, dass diese Erfahrung erst Jahre später wieder in mein Bewusstsein kam. Und das ausgelöst durch diese ganzen Nahtoderfahrungen auf YouTube.
dass ich habe mir die halt oft angesehen und habe mich dann eigentlich gefragt: „Warum mache ich das eigentlich?“ Und habe dann gemerkt, ja, ich habe es ja selber erlebt. Das war zu der damaligen Zeit, als ich jünger war, nicht, meine Priorität, weil mein Leben sich da stark geändert hatte. Ich hatte da meinen Mann kennengelernt, wir waren dann also, ich war schwanger mit meiner Tochter und, das, rückte in mein Unterbewusstsein oder es war einfach nicht da, was ich dort erlebt hatte. Und ich kann halt sagen, dass ich war halt sowieso schon als Kind und eigentlich schon immer ein, spiritueller, feinfühliger Mensch, würde ich mal sagen. Mir wird es jetzt so mit den Jahren einfach noch bewusster, wie feinfühlig ich bin, was den Umgang mit anderen Menschen angeht. Und, ich denke halt, ob es jetzt an der Nahtoderfahrung liegt oder ob ich schon immer so war, das weiß ich nicht, dass, die Menschen dieses Feingefühl, miteinander umzugehen, einfach verloren haben. Und ich kann halt sagen, dass es, um diese Welt zu retten, enorm wichtig wäre, dass wir uns eben in die anderen Menschen reinfühlen und nicht verurteilen. Natürlich passiert mir das genauso im Leben wie allen anderen auch, aber grundsätzlich durch die Erfahrung kann man sagen, Worte können bei einem anderen Menschen so viel auslösen, wie das jetzt zwischen dem Arzt und der OP-Schwester war, dass man eigentlich mal darüber nachdenken sollte, was wir Menschen uns so gegenseitig antun. Und deshalb glaube ich, wir sollten alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tode? Definitiv. Also, mir ist vollkommen klar, dass wir außerhalb unseres Körpers weiter existieren. Natürlich weiß ich überhaupt nicht, in welcher Form das sein wird. Ähm, so wie ich es erlebt habe, jetzt für diesen kurzen Moment, war es ein guter Moment. Ich kann nicht sagen glücklich oder unglücklich, einfach pures Sein, Dasein, sich bewusst sein. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass es weitergeht. Allerdings weiß ich natürlich, so wie die meisten, nicht wie. Frau Preuß, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.